Narayani ist eine der beliebtesten, vielleicht sogar die beliebteste Asana-Lehrerin bei Yoga Vidya, kommt zu uns seit Bestehen von Yoga Vidya, seit 1992, regelmäßig mindestens einmal im Jahr. Und so freuen wir uns, dass sie weiter hier ist. Sie ist Autorin eines der bestverkauften Yoga-Bücher, Buch Yoga, das jetzt im Mangalam Verlag der so und so vielen Auflage erschienen ist. Sie ist direkte Schülerin von Swami Vishnadevananda und eine, die sehr viel auf dem Gebiet von Asanas geforscht hat, praktiziert hat, erfahren hat, gelehrt hat und einfach eine ganz geniale Weise hat, die Asanas weiterzugeben und natürlich auch einfach eine tiefe Spiritualität ausstrahlt. Und ich bin froh, dass dieses Jahr auch wieder Eva Maria sie übersetzt, die ja mit mir 1992 den Yoga Vidya e.V. in Frankfurt begründet hat. Und die beiden sind einfach ein sehr gutes Team. Und Eva Maria übersetzte Narayani seit vielen Jahren. Eva Maria ist ja auch eine ausgezeichnete und erfahrene Yogalehrerin. So übergebe ich jetzt an Narayani, die euch heute Abend schon einiges erzählen wird. Ritam vadishama, satyam vadishama, tanmaham avatu, tadvaktaram avatu, avatu mam, avatu vaktaram, om shanti, shanti, shanti. Vielen Dank, dear Sukadev, my Guru Bhai. So happy to be here and always happy that you want me to come. Thank you. Dank, Sukadev. Ich bin sehr glücklich, dass du mich da eingeladen hast. Ich bin immer sehr glücklich hier. Yeah, and so happy that I have Eva Maria by my side because we have fun. Wir haben es immer schön zusammen, ja. Yeah. We laugh. She does creative translation, we call it. Ich bin manchmal kreativ in meiner Übersetzung. And we laugh a lot, and it's good. If you laugh, you are more flexible. Did you know that? Wenn wir lachen, werden wir flexibler, wisst ihr das? Yeah, it's true. Das ist wahr. And if you laugh, your nostrils open a little wider, so your breathing is better. Die Nasenlöcher öffnen sich weiter und wir atmen besser. Yeah, so we try to laugh a little bit in every class. So wollen wir in jeder Unterrichtsstunde lachen. Gosh, I'm seeing all these familiar faces. Oh, Heidi, oh, nice. Ooh, I hope you're going to sing. Yeah, oh, this is lovely. It's very nice to be here. So yeah, that chant that I began with, the chant says, I will speak of the right and I will speak of the true. Das, was ich gerade gesungen habe, will bedeuten, dass ich immer spreche, die Wahrheit und das Rechte. Yeah. So Rechte is Ritam and Wahrheit is Sat. Satyam. Yeah, Satyam. Yeah.
So Ritam Vadishama, Satyam Vadishama. And it also says Avatumam. It repeats Avatumam, which means protect me. Und es wird auch gebeten, beschütze mich. Yeah. And I often begin my courses with that chant, asking for some protection. Und ich beginne gerne meinen Unterricht mit diesem Gesang, um Schutz zu bitten. Yeah. Because it's powerful stuff, yoga, and you can get kind of blown away, overwhelmed. Denn das kann uns überwältigen. Yoga ist manchmal sehr stark. I always write some notes. Sometimes I use them, sometimes I don't. Sometimes I change them, you know. And I always have this. Ich habe immer genug mir vorbereitet und dann habe ich auch dazu manchmal den spontanen Einfall, es zu wechseln. But there's only just so much preparation you can do. Aber man kann eigentlich nur mit viel Vorbereitung gut unterrichten. In the end of the day, you really never know what's going to happen in any lecture or class. You don't really know. Man weiß ja wirklich nicht, was immer geschieht im Unterricht vorher. I mean, I'm continually surprised too, and I'm supposed to be the one teaching. Und ich bin selbst oft überrascht, was herauskommt. But the element of surprise is good too, because as a teacher, then it's always interesting and exciting and wonderful. Denn die Überraschung ist ja auch immer gut, weil es ist aufregend. Yeah. So I do that little chant, and it says Avatu Mam, Avatu Vaktaram. It says protect me, and Vaktaram is the speaker. So it says protect me, protect the speaker. Und das heißt, beschütze mich und beschütze auch diesen Sprecher, mich. And I started this a couple of years ago. I also pray for my students. Ich bete und bitte auch für meine Schüler. Because, well, for example, I just got from the airport, I only arrived here an hour ago or something. Ich bin gerade angekommen vom Flughafen. So I pray for you that I'm in a decent condition to give you something nice. Und ich bitte, dass ich in einer guten Kondition hier ankomme, euch was Gutes zu bringen. Yeah, and it's been a help because sometimes, a long journey or something, you're tired or you don't feel like talking. But I say the little prayer that the students would all have a very nice class, and then it's in the hands of the higher self. Das ist eine lange Reise, kann viel mit sich bringen und kann einen ein bisschen schwächen. Und so bitte ich immer um Schutz für die Schüler und für mich. So I started my pilgrimage this morning in London. Ich habe meine Pilgerreise heute früh begonnen in London. I left my house about 11 o'clock this morning. So um 11 Uhr bin ich gegangen. And here I am. Jetzt bin ich hier. And it is, in my mind, it is a pilgrimage. Yeah. Ich will es schon als Pilgerreise. For sure. It's not, it is 5 days, all right, yeah. But it's not, Every time I come away to an ashram or to a yoga center to give a few days work, it's like a little mini lifetime. It's a little encapsulated life. Immer wenn ich in ein Ashram oder ein Center komme zum Unterrichten und wenn es nur 5 Tage sind, aber es ist wie so ein besonderer Lebensabschnitt, der da stattfindet. Yeah, if you've been here a few days already, I'm sure you know what I mean. In some ways it feels as if you've been here forever. Irgendwie fühlt es sich an, als die Ewigkeit hier gewesen. Yeah, and if you just got here, if you don't already know what I'm talking about, tomorrow sometime you'll feel that. It's a little life, it's a little biosphere of yoga. Es ist wie so eine Biosphäre von Yoga, die hier so sich ereignet. Yeah. So we have many lives that we get to enjoy in this one particular Und life. so ist es, als ob wir mehrere Leben erleben. Yeah. So we are lucky. So in my mind, it always is. For me, it's a pilgrimage.
and for the students also, I feel it's a pilgrimage. Also für mich ist das eine Pilgerreise und für die Schüler, meine ich, fühlt es sich auch so an. Yeah, and for me, I'm getting as much as you are, absolutely. So, I mean, I'm hoping you're going to get something, we don't know. For me, it's sadhana, continuous sadhana, to be teaching or trying to speak like now. It's all continuous sadhana with you. And I always grow from it, always, always. Und für mich ist es auch ein kontinuierliches Sadhana, wenn ich unterrichte, die Vorbereitung. Und es geht einfach immer weiter als Sadhana. Yeah. So, and I feel that we all grow together as a connection among human beings, a connection among yogis. Und so ist es auch ein stetiges Wachsen für mich und für euch und ein gemeinsames Vorwärtsgehen. And we help each other, and we get a little bit deeper into our sadhana. Wir helfen einander und wir kommen tiefer in das Sadhana. And ideas, creative ideas about teaching and things that we can bring then home to our students and our families to share. Und wir entdecken gemeinsam und kreieren Dinge, die wir dann mit zu Hause praktizieren und mit unseren Schülern wieder, mit der Familie. And I always, for me to teach, I need a theme, a word, something, a theme. Um zu unterrichten, da brauche ich immer ein Thema. They used to say, just yoga, it was too general, so I try and get within yoga a theme. Also Yoga generell ist zu groß, aber da drin suche ich mir immer ein spezielles Thema. So I thought for this work, this intensive, a nice theme would be who. Wir? Wir is who. Wir. We. No. We Who. is who. Wir. 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 Wer? Yeah. There. Who? Like, who am I? Who are you? Yes. Are you ever Wer? there? I was reading Kena Upanishad. Ich habe die Kenya Upanishad gelesen. And it begins so nice. You could read the first few lines and then just think about it. I could stop talking after this. I could tell you these few lines. Und das ist so schön, die ersten 4 Zeilen zu lesen. It says, who sends the mind to wander afar? Und das heißt, wer sendet den Geist von so weit her? Wer sendet Den den Geist von so weit her? to wander afar? So von weit her, so wunderbar. Yeah. So who sends the mind to wander? No, wander, not wunderbar. Wander, wandering. Wandert. Wer sendet den Geist, um zu wandern, um dass der Geist wandern kann? Yeah. Who first drives life to start on its journey? Wer schickt das Licht auf die Reise? Huh? Think about who first drives life to start on its journey. Wer sendet das erste Licht auf die Reise? Wer zuerst tat das? Who impels us to utter these words? Wer befähigt uns, diese Worte zu finden? Yeah. So I was thinking of this a lot on the aircraft. I thought it was a nice thing to do, so I just closed my eyes and I was thinking of that. Who? Also ich habe damit meditiert im Flugzeug mit diesen Worten. And we will bring that into our asana classes. Most of what I do with you is asana classes, a little bit of talking. So we will bring this theme, this thought of who
into that. Who is doing this shoulder stand? Who is doing this Kopfstand? Like that. Und wir wollen diese Gedanken dann in unsere Asana-Stunde bringen. Wer macht diese Asana, diesen Kopfstand, diesen Schulterstand? Wer? Yeah, yeah. And it gives a wonderful flavor to everything that you're doing. Das gibt so ein gewisses Aroma für alles, was wir machen. Yeah, aroma. Yeah, yeah. And it's you know, Sukadev said, here is Narayani, you know, all the nice things he said. I understood some of it. I think, oh, God. But yeah, okay, so you think, I'm Narayani. Who is that? Who is that? And there's Heidi over there. I know Heidi. But who is Heidi? Who? Wer ist das? Wer ist Heidi? Wer ist Narayani? Yeah, I know Eva Maria, but who is that? Who? Ich meine, jemand zu kennen, aber ich frage wirklich, wer ist das? She might be the Buddha. Could be. Yeah. Könnte Buddha sein. Yeah. Look at the person beside you. You might be sitting beside the Buddha right now. Schaut eure Nachbarn an. Yeah, could be. Jeder könnte neben einem Buddha sitzen. Could be. Yeah. So in this period of time, we have this feeling. Okay, who am I? And then also the feeling of the people near me. Who are you? Und wir sollen diese Wahrnehmung eben machen. Wer sitzt da? Wer ist es? And of course you can give answers. You can come up with some answers like the name. Natürlich könnt ihr immer Namen nennen. Or you could think a question: am I this body? Und ich kann mich fragen, bin ich dieser Körper? Because when I arrived, I knocked at Sukadev's door, and he opened the door, and I saw him. I saw his body, and I knew it was Sukadev. And he looked at the door and he saw this, and he knew it was Narayani. So yes, I am this, and yes, he is that. But this thing here, it's only a tiny little part of me. Also ich klopfte bei Sukadev an der Tür und er öffnete und ich sah diese Gestalt. Und ich wusste, das ist Sukadev. Und er schaute auf mich und er wusste, das ist Narayani. Aber was ist das? Es ist eigentlich nur ein ganz winziger Teil von dem, was wir wirklich sind. Yeah. Yogis say it's like a hair, one hair. Yogis sagen, das ist wie ein Haar eigentlich nur. One hair in the ocean. Dieser Körper ist ein Haar im Ozean. Yeah. So it is. This is mine. It has written on it my experiences and things like that. It's a mother. It's a daughter. It's all the things I am. Dieser Körper, der zeigt alles so äußerlich, die Spuren meines Lebens, dass ich eine Tochter bin, eine Mutter bin und diese Dinge. Yeah. But do always remember, it's only a tiny little part. You are immense. Aber denk immer, das ist das, was da ist an Körper, das ist immer ein ganz winziger Teil, ein Haar. Wir selbst, unser Selbst ist immens. And we will use the body because as Hatha Yogis, we can and we do use the body to focus the mind, to work with the mind. Und wir können im Hatha Yoga diesen Körper dazu benutzen, den Geist zu fokussieren, zu trainieren. Yeah. My daughter teaches yoga and Pilates. You know of Pilates? You heard of that? Meine Tochter unterrichtet Yoga und Pilates, ihr kennt das. Yeah. The teacher, the original man, his name was Joseph Pilates, so his system is named after him. Also der Mann hieß, der das entwickelt hat, der hieß Pilates, deswegen heißt das so. And my daughter told me that he had a sign on the wall in his studio. He was a German-speaking man, so it was auf Deutsch, and I'm trying to remember. Und meine Tochter sagt mir, also da hängt etwas an seiner Wand auf Deutsch. Yeah. It said, I think like this, it said, es ist der Geist, der sich den Körper baut.
baut. Baut. Das ist der Geist, der sich den Körper baut. Yeah. Which also, we know this, it is true. Wir wissen das ist wahr. Yeah. All my little bad habits, all the things that I do wrong with my body are from my mental bad habits, and as I get better mental habits, body improves. For each of us. Meine schlechten Gewohnheiten, die hinterlassen Spuren im Körper, und wenn diese Gewohnheiten besser werden eben, dann zeigt sich auch der Körper besser. Yeah. I had another thought, but I don't want to lose it. It was there near to that. My thoughts go like that. Ich hatte noch einen anderen schönen Gedanken dabei. It'll come back. Er wird wieder kommen. So yes, your mind did create this little part of you for purposes of living in this plane here. Der Geist hat diesen Körper so gestaltet, um hier leben zu können. Yeah. But do remember that the mind is much older than the body. Aber erinnert euch, der Geist ist viel älter als der Körper. And much huger than Und the body. viel größer. Yeah. So in the end of the day, we will be working with the mind. Even when we're working with the body in our classes, when we're doing our shoulder stand and our Kopfstand, really we will be working with the mind. Also schließlich, wenn wir mit dem Körper arbeiten, arbeiten wir mit dem Geist. I do a lot of mental asanas. Ich mache sehr viele geistige Asanas. Yeah. So that's very much working with my mind. Das heißt, es ist eine große Geistesarbeit. But using the body as Mr. Iyengar says, the body is like a candle for you to gaze. Yeah. Und der Körper ist, wie Iyengar sagt, wie so eine Kerze, ein Licht, wo ich drauf fokussiere. Yeah. Mr. Iyengar, as you know, he's famous for all his 700 and something asanas in Aita Yoga. Der Iyengar ist bekannt für seine 700 oder sonst wie viel Asanas. And he's a Raja Yogi. He likes auch ein Raja Yogi. He likes to refer to Patanjali, and he says dharana. When Patanjali talks about dharana, he begins the chapter on dharana. He says deshabandha chittasya dharana. Beginnt also mit Dharana, Zitat, Sanskrit. And he says that dharana is concentrating on one thing, and for him he says that one thing could be the body. Und Dharana heißt auf ein Ding konzentrieren, und Iyengar legt das aus als auf den Körper konzentrieren. Yeah. So you can use the body for your concentration, ultimately for your meditation. Den Körper als Konzentrationspunkt und als Meditationspunkt benutzen. So we will do some mental asanas too. Wir werden auch geistig Asanas machen. And I always say at the beginning of every class, because even if we try, we cannot separate the class into, beginning, middle, advanced. We try, but you can't. There's too many variables. Es gibt so viele unterschiedliche Grade, wie ihr eben fortgeschritten oder Anfänger seid. Und wir können da nicht groß unterscheiden jetzt. Yeah, me. Some days I can do some things, other days I can't. Das ist auch täglich verschieden. Ich kann manchmal Dinge tun, an einem Tag und am anderen nicht. So when you come into the class, decide, I will do everything mentally and some of the things physically as well. Und wenn in die Stunde kommt, könnt ihr entscheiden, ich werde alles im Geiste machen und manches mache ich mit dem Körper. Yeah. And then that means you can take the whole class and you will feel completely part of the class and very happy, but no stress. Und so könnt ihr die ganze Stunde alle Übungen mitvollziehen, aber ohne Stress. Yeah. And you learn tremendous amount by trying to do an asana, especially if you can only do it mentally because you have a sore knee or something. So you're restricted and you have to sit there
and everybody's doing it, and you have to be mentally doing it, you learn a lot. You learn a lot. Und ihr lernt ganz viel beim geistigen Machen der Asanas. Yeah, and the prana moves. Where your mind goes, prana goes. Und ihr wisst auch, das Prana fließt dorthin, wo der Geist hingeht. Yeah, so if your mind is properly doing a scorpion, the prana will be in that shape. In your body, the prana will be in a scorpion shape. Wenn ihr geistig einen Skorpion macht, so macht der Geist diese Form im So Geist. you can do everything. So it means you can just relax and enjoy the classes. So könnt ihr also alle entspannt die Stunde mitmachen. So it means we can just have a nice time. Wir können eine wunderschöne Zeit haben. Yeah, we can enjoy. One of the main helps for my own practice is, and especially in relation to this theme I have brought you of who, the question who, one of the helps, one of the answers is Aham Sakshi. I am the witness. Eine Antwort auf diese Frage wäre, ich bin der Zeuge. Der Zeuge? Der Zeuge. Ich bin der Zeuge. I am the witness. In Sanskrit you can say Aham Sakshi. Ja. Ich bin der Zeuge. Ich bin der Zeuge. I am the witness consciousness. Yeah. Yeah. So this practice of Sakshi Bhav is, I cannot describe, I cannot emphasize how wonderful and useful it is for a yogi. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wunderbar und nützlich diese Praxis ist. Yeah. You can even feel it here. You could just stop for just a second. Okay, we're all here. Ihr könnt gerade einen Moment dies ausprobieren. Yeah, we're all witnessing. Just for a moment, be the witness, and I will. Sei einfach Zeuge im Moment. There it is. Magisha. Magisha? Das ist ein magischer Moment. Yeah, Magisha moment, yeah. And you can bring it everywhere. I did it in the aircraft, you know. I sat there, I looked at the steward, he was giving me a drink of water, and I loved him. You know, in that moment, I just felt, I was there, and he was giving me water. It was lovely, you know. Es war so ein wunderbarer Moment. Auch der Steward hat mir Wasser gegeben und ich habe ihn angeschaut als quasi Zeuge und es war, ja, ich liebte ihn. And it will help your learning. You see, you're doing the asanas. Naturally, you're trying to also learn practical matters like technique, how to help how to. Wir werden natürlich auch Praktiken lernen, einander zu helfen, Hilfestellung zu geben. So if the witness consciousness is there, the Sakshi Bhava is there, you're probably going to remember more and absorb more. You just will. Wenn dieses Zeugenbewusstsein da ist, immer, dann werden wir auch mehr aufnehmen im Geiste. Yeah, because like it or not, we do tend to daydream a bit. We do tend, even now, we're all here together, and then we are having eye contact a lot, you know, and I'm feeling so nice with you. Even so, even with my mouth here and this, a little piece of my mind every now and then says, you know, is my husband home yet? Is he okay? Or something, you know, and each of us does. Auch wenn ich hier ganz präsent bin und wir haben Augenkontakt und so, aber so ein winziges Teilchen von meinem Geist sagen doch, geht's meinem Mann gut zu Hause. Yeah, yeah. So, and we do that, of course. Und wir sind alle so. Yeah. But as much as possible, we keep to bring it back. Aber so gut es geht, versuchen wir, den Geist immer zurückzuholen. Yogis say, don't worry so much about what your thoughts are. Worry lest you be tardy in observing them. So don't worry what they are. Denk nicht so viel, was die Gedanken sind. Just worry that you might be tardy, you might be late in observing.
Aber denke nur, du magst vielleicht, dass du sie nicht richtig beobachtest. Yeah. So as much as possible, we will be here. Then the quality, of course, the quality of everything in your life is better. Your breakfast tomorrow morning will be tastier if you're right there having. Alles ist besser im Leben, wenn wir ganz dabei sind. Yeah. Schmeckt besser, das Frühstück sogar. There was a woman in the airport and her flight was delayed. Da war jemand im Flugzeug, eine Frau, und deren Flug war verspätet. They made an announcement on the loudspeaker. Und sie hatten das angesagt. So she decided that she would go in the little shop there and get some magazine and some cookies. Und sie wollte dann in der Zwischenzeit, wollte sie schnell was einkaufen im Kiosk. Yeah, so that waiting wouldn't be so bad. So würde sie die Wartezeit verkürzen mit Zeitschrift und Cookies. And there was a row of seats, you know. Und da war eine Reihe zum Sitzen. So she sat down at the seat and there was a man just one seat over sitting there. Und sie saß da und gerade nebenan saß noch ein Mann. And so she got comfortable and took out her magazine to read. Und sie macht sich's bequem, holt ihr Zeitschrift raus. And she reached for a cookie. Und sie greift nach einem Cookie. And the man's hand was in the cookie bag. Und da war die Hand von dem Mann, von dem Nachbarn schon im Cookie. So she looked at him. Und You know, but she thought, okay. You know. dann sagte sie, okay. Yeah. She ate a cookie and read and she reached. Next time she reached, his hand was in the cookie bag. Und wieder, als sie wieder danach griff, war wieder die Hand von dem Mann in den Cookies. You know, over that period of half hour, or however long they were waiting for the flight, every time she went to have another cookie, the man was in there. Und immer wenn sie dann auch nach diesem Cookie griff, da war immer der Mann schon drin. Seine Hand. Did you do creative? So finally, they called the flight, said, the flight is ready Und now. schließlich wurde der Flug ausgerufen So she put the magazine in her bag und tat die Zeitschrift weg and reached in for one last cookie. und wollte das letzte Cookie holen. There was only one left, Und da war eins noch übrig. and the man had it. Und der Mann hat sie in der Hand. And he broke it in half. Und er hat es auseinandergebrochen He gave her the bigger piece. und hat ihr das größere Stück sogar gegeben. And she grabbed that piece of cookie from him, Und sie nahm dieses Stück and she went marching off to the plane, kind of, und dann ein bisschen brummig lief sie dann zu ihrem Flug. Some people. Und diese Leute denkend. And then she sat down in the seat, and the plane took off, and she thought, well, I'll continue reading my magazine, Und dann setzte sie sich hin und dachte, jetzt lese ich meine Zeitschrift weiter. And she reached in her bag and took out the magazine. Und dann griff sie in die Tasche, um das Magazin zu holen. And under the magazine was her bag of cookies. Und unter der Zeitschrift, da lag ihre Cookie-Packung. I love it after it coming from the airport because you can begin as if it really happened, Ich liebe diese And everybody thinks I Geschichte, just saw that. weil es so gut passt. Man gerade vom Flughafen kommt, da kann man so schön einflechten. We have so much laughing. You should do your asanas now, You should just get up. Ihr habt jetzt so gelacht, ihr könntet jetzt locker Asanas machen. So, So the witness consciousness, we would like to have that in all situations. Wir sollten dieses Zeugenbewusstsein in jeder Situation haben. It's part of our growing consciousness because we are aware, we are quite aware beings indeed. Wir sind ja schon achtsame Wesen. But of course there is room for improvement, for Aber growing, da ist for all viel of us. Platz noch, um More das zu awareness. verbessern und um noch gewahrsamer zu werden.
And I think this is a lot of why we're all here, seeking more awareness. Deswegen sind wir auch hier, Ja. um More. mehr Gewahrsamkeit zu entwickeln, Ja. Achtsamkeit. Especially if you want to be a teacher, if you are already a teacher and you want to develop your teaching, you want to develop your awareness so that you can be more useful, more helpful to people. Gerade auch wenn wir selber Unterrichtende sind, dann wollen wir unsere Achtsamkeit entwickeln. Yeah, yeah. So for yogis, we have a term called pratyaksha. Pratyaksha. Ja, Yogis kennen noch diesen Ausdruck Pratyaksha. This means something like direct experience. Das heißt so etwas wie direkte Erfahrung. Because of course we read the scriptures, we read the Bhagavad Gita, we read some of the Upanishads and whatever scriptures were guided to at that time. Ja, Of wir course lesen we die do. Schriften, Bhagavad Gita, Upanishaden und so weiter. But in the end of the day, it's not good enough to just read something. Aber schließlich ist es nicht einfach, reicht es nicht einfach nur zu lesen. You have to take it inside. Wir You müssen es wirklich verinnerlichen make it your own. und uns zu eigen machen. Yeah, and especially if you want to teach, you have to make that your own. Und gerade wenn wir So, unterrichten, müssen wir diese Dinge verinnerlichen. So we work for pratyaksha, direct experience. Und deswegen streben wir nach direkter Erfahrung. What I try to do in my own work is just slow down a little bit. Was ich selbst in meiner Praxis mache, ist gerade ein bisschen alles langsamer machen. That's it. And then even a simple Surya Namaskar, you maybe have done millions of Surya Namaskar by this time of your life. Vielleicht So habt you ihr know schon it. Tausende, Millionen Sonnengebete gemacht im Leben. But when you go a little bit more slowly than your normal daily movement, your mind goes into nearer to meditative state. Aber wenn wir das Sonnengebet mal langsamer machen, dann verlangsamt sich auch der Geist und kommt in einen meditativen Zustand. Yeah. So we will do a little bit of Saitlupa. Wir machen dann auch im Ja, Zeitlupe we'll do das it. Sonnengebet. But even when we're not doing that, just in general, especially in your asana classes, if you can get yourself to just slow down a little bit. Wenn wir uns ein bisschen, wir alles ein bisschen langsamer machen, Ja. ist schon sehr gut. Yeah, you will feel that pratyaksha. You will start to feel your direct experience of that Und asana. das lässt uns wirklich diese direkte Erfahrung machen, dieses Verlangsamen. If you want to write things in your class, it's fine, because sometimes when you start working that way, you get a lot of ideas. I do, this is my little idea book, and I keep filling up and then having to start another one. I have millions of these books. My house is full of stuff like that. But I write them, because you want to think about it later maybe. It's fine. But try to write in shorthand or something really, so that you could not take away from your experience of your asana Und class. wenn ihr euch Notizen macht, dann versucht es so kurz wie möglich zu fassen, damit ihr eben die Erfahrung der Übung machen könnt besser. Yeah. A couple of main keywords, So and then later ein paar you could- Schlüsselworte, ein paar Stichpunkte sind nötig, um dann später das auszuarbeiten. Because an asana, even a translation of the word in Sanskrit, if you try to make a more poetic, a more sensitive translation of asana, it is a state of mind. A state of mind. Die Asana. Asana, yeah, asana. Asana. You Asana. could define Asana können wir definieren als einen Zustand des Geistes. Yeah.
forget which one. As, yeah, as is related to the verb to be. As steht in Verbindung mit dem Sein. And an is related to the verb for breathing. Und an mit dem Atem. Yeah. So in a way you could say it's being and breathing. Und das kann man dann übersetzen, Asana ist Sein und Atmen. Yeah. And you'll know it, if you've done any asanas at all, you'll know what I'm talking about. It's more, it could be called more a state of mind really than an exercise. Und ihr habt es vielleicht auch schon erfahren, eine Asana kann wirklich sowas wie ein Geisteszustand sein, denn mehr als eine Körperübung. Yeah. So let yourself get into the state of mind, let yourself enjoy it. Und versucht in diesen Zustand zu kommen und das zu genießen. Yeah, so that's why I'm saying don't waste too much time writing. A couple of keywords, quick keyword. These are the keywords, and then this is what I did with them. You know, also was ich meine, macht nicht zu viele Notizen, sondern nur kurze Stichpunkte, um die Erfahrung in der Stunde zu machen und arbeitet es später aus. Ja. Oh. Well, I'll talk to you about that. The other thing, which I try to mention at some point, is my memory of Swamiji, Swami Vishnu, our teacher, always saying, Swami Vishnu, always saying the heart is the important place to begin, the heart chakra. Mein Lehrer, Swami Vishnu, sagte immer, das Herz ist der wichtigste Punkt, um dort anzufangen. When we do our asanas, we will focus on the main chakras and on the heart Wir chakra. werden dann in den Asanas die Hauptchakren fokussieren und das Herz. The feeling of love that you would like to, that the heart represents, starting with you, with yourself. Love for this body-mind vehicle that you have here. Love and consideration, compassion for it. Wir sollten sowas wie ein Mitgefühl dann entwickeln, aus dem Herzen heraus. Yeah. I feel for my body. I've always had problems with my knees, so I put a little thing, little stretchy thing there. I try and do things to make it, be nice to it, take care. Dieses Mitgefühl soll unserem Körper zuerst mal gelten und vielleicht auch so Körperteilen, die nicht so ganz in Ordnung sind im Moment. Yeah, and then that loving feeling that you start off with, that you love you, I love me. Und es ist wichtig, so ein Gefühl, ein liebendes Gefühl für den Körper zu entwickeln, den eigenen. Then, of course, that's going to come out from you to your students, and they'll feel auch that. Dieses Gefühl kommt auch zu den Schülern raus. You won't have to. It won't be a forced thing. You won't have to do anything really. Also man hat nicht wirklich was zu forcieren, herauszubringen. Yeah, it'll just come. Es kommt von selbst. A feeling. There's a story about the loving consciousness. Da gibt es so etwas von einem liebenden Bewusstsein. There are many stories. Aber es gibt natürlich viele davon. This is a story of a man who he had just fallen off a cliff. Da gibt es eine Geschichte von einem Menschen, der von einer Klippe gefallen ist. And he was hanging on to some rock down the Aber cliff. hing gerade noch an so einem Felsen. Hanging on with fingers, mit den toes, Fingern und mit den Zehen. looking down. Und dann schaut er in den Abgrund. And he looked up. Dann schaut er hinauf. And he said, "Is there anybody up there?" Ist da jemand oben, sagt er. And he heard a voice. Und er hört eine Stimme. And the voice said, just let go. Und die Stimme sagt, lass einfach gehen. Was los? Just let go. Was los? And he said, "Is there anybody else up there?" Und sagt er, ist da noch jemand oben?
So, like that. You know, there is love around you. You know, you just reach out for it. There's love and easy laughter around you. You know, for sure. Es ist Liebe uns, wir müssen nur danach greifen. So I thought for our first little talk like this, I would like to finish with, it's a tiny little kind of a meditation. It only takes a few minutes. It's a little visualization meditation. Ich möchte mit einer kleinen Meditation, Visualisation schließen dann. And it will be our last thing that we do tonight. So are there any questions or requests before we go to that? Bevor wir in diese kleine Praxis gehen. Okay, there will be time, you know, and in the evening like this, I do talk sometimes, so it's a nice place to bring an idea or a question if you have one. No guarantees that there will be answers, but never know. Ihr könnt immer am Abend mit Fragen kommen. Ja, ist nicht so 100%, ob die Antwort dann kommt. And also, of course, in the classes you can bring in a request for a particular posture or something like that. So maybe tonight you will think of something. Auch für die Asana-Stunde könnt ihr immer Fragen, Vorschläge mitbringen. And you know, I will try and touch upon a little bit of everything, of course. Und wir versuchen alles so ein bisschen zu behandeln. Yeah, but it is always good to know if there's something that you're particularly wanting to. Aber es ist immer gut zu wissen, ob ihr besondere Wünsche habt. Yeah, and I will try my best to be some help there. You know. Ich will, es so gut es geht, dann alles mit euch machen. Good. All right. So this little mini meditation only takes, I think, a minute for me to say the words. So you'll hear it in English, and then you'll hear it auf Deutsch. And then I'll say it again, so you get it twice, so you'll get it 4 times really. And then we'll have just a few minutes in the Stille, so that you can enjoy it. Es wird ein englischer Begriff genannt und dann übersetzt und dann nochmal auf Englisch und nochmal auf Deutsch und ihr könnt es einfach meditativ betrachten. Good. So be comfortable. Sitzt bequem. And let your eyes be very softly closed. Die Augen sanft geschlossen. Begin with the energy of the Creator. Beginne mit der Energie des Schöpfers. Let it flow into your body and fill you up. Lass sie in deinen Körper fließen und den Körper damit erfüllt sein. Let it flow out through the top of your head and through your eyes. Lass diese Energie durch deinen Kopf hinausfließen und durch deine Augen. Let it flow into the world. Lass sie in die Welt hinausfließen. In a constant prayer field. In einem ständigen Feld des Gebetes. That sees only beauty and feels only love. Dieses Feld, das nur Liebe und nur Schönheit sieht. Begin with the energy of the Creator. Beginne mit der Schöpferenergie. Let it flow into your body and fill you up. Lass sie in deinen Körper fließen und den Körper erfüllt sein davon. Let it flow out through the top of your head and through your eyes. Lass diese Energie durch die Spitze deines Kopfes hinaus fließen und durch deine Augen. Let it flow into the world. Lass sie in die Welt hinausfließen. In a constant prayer field. Wie einen Gebetsteppich. That sees only beauty and feels only love. Die nur Liebe sieht und nur Schönheit.